Moin Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute mit einem Hundevideo und ich habe dazu viele Fragen gesehen und gelesen und ich bekomme auch privat sehr viele Nachrichten, was das Thema Hunde betrifft. Ich habe schon länger kein Video erstellt, aber wir können in diesem Video ja mal die größten Probleme oder Fragen aufklären. Und zwar gehen wir mal kurz in meine Hundehütte rein, gehen auf meinen zweiten Hund, der ist nämlich nur für Scharfschützen ausgelegt. Und dieser Hund hat jetzt Skills, die für Scharfschützen da sind. Der hat aber auch Skills für Nahkampf und Kavallerie. Also er hat einmal diesen Skill und diesen Skill. Und dann fragen mich immer Leute, kann man die Skills irgendwie löschen oder wie funktioniert das? Ich will nur noch eine Art von Skill drinne haben. Ne? Also wenn das jetzt der Schieber hier ist mit Scharfschützen, möchte ich nur Scharfschützen-Skills drinne haben. Das geht ganz einfach, wenn wir auf Skill lernen gehen. Seht ihr, ich habe schon die Skills, die für meinen Hund definiert worden sind, ne? Also für Scharfschützen, die habe ich gesperrt. Alle anderen Skills, die weg können, die habe ich offen gelassen. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Skill lernen würde, würde das System die freien Felder dafür nutzen. Wenn ihr einen Hund habt, der gemischte Skills hat, dann geht ihr so vor, dass ihr die Skills sperrt, die ihr drinne behalten möchtet und die anderen werden dann halt überschrieben mit dem neuen Skill. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, einen Hund tauschen möchtet, zum Beispiel, wir gehen mal hier auf Frank. Frank hat ganz viele legendäre goldene Skills und einen epischen. Angenommen, ich würde ihn jetzt tauschen mit diesem Schieber hier. Dort können wir, oder kann ich euch eins sagen, dass einer dieser goldenen Skills, die ihr hier seht, der würde den epischen bei Frank ersetzen. Ja, also das System sagt, ein niedriger Skill wird immer durch einen höherwertigen Skill beim Tauschen ersetzt. Nun hat aber der Schieber 3 goldene Skills. Das heißt, ich laufe die Gefahr, dass ich jetzt einen Scharfschützen-Skill bekomme und dieser Scharfschützen-Skill wird wahrscheinlich einen Skill überschreiben, den ich hier habe. Also von daher müsst ihr immer beim Tauschen vorsichtig sein. Ich würde das am besten gar nicht machen. Sperrt eure Skills und lernt einen neuen Skill und tauscht nur mit einem Hund, der gar keinen Skill hat. Ne? Also Frank würde ich jetzt zum Beispiel nicht mit den Hunden tauschen, die einen Skill haben, sondern immer einen skilllosen Hund, ne? Also der nur grüne Skills hat. Was kann ich euch noch sagen? Also wenn dir jetzt ein Schieber nicht gefällt oder ein Rottweiler, kannst du ganz einfach auf Breed gehen und hier kannst du dir das Aussehen des Hundes verändern für 500 Rubine. Früher ging das nicht, das geht seit mittlerweile 1 oder 1,5 Jahren. Ist eine ganz coole Idee. Noch eine kleine Sache, achtet nicht immer auf den Multiplikator. Der Multiplikatorwert ist rein zufällig. Du kannst auch einen 5,9 Multiplikatorwert haben und die Marschkapazität ist höher als bei einem 6,4er Multiplikator. Das heißt, wenn du jetzt einen Multiplikatorwert hast und die Reihen, also die Frontlinie, die Mittel- und die hintere Reihe, die sind für euch okay und ihr levelt den Hund dann auf Level 30 auf und bekommt dann einen Wert raus, der eventuell sogar höher ist als ein Hund, der einen höheren Multiplikator hat. Na, versteht ihr, was ich meine? Also achtet nicht immer auf die Multiplikator. Wichtig sind, wie viele Kapazität der Hund tragen kann. Zusätzlich, ne? Auf Level 30. Okay, gut. Dennoch ganz kurz, ich würde immer zum Anfang folgende Skills machen. Also ich habe das bei Frank so gemacht. Ich habe zum Anfang erstmal die blauen Skills gekauft, ne? Oder mir erworben durch die Rubine, habe ihn dann eingesetzt in den Hund, habe die Skills dann bei Frank eingesetzt und habe die dann immer geupgradet. Ne? Von blau auf episch und von episch auf legendär. Wenn ihr jetzt eine Truppenformation mit T10 Scharfschützen habt, kauft ihr keine Nahkampfskills. Ist ja klar. Kauft immer Skills für die Truppenart, die ihr auch nutzt. Na? Okay, und levelt nur eure Formation 1 auf. Ich zeige euch jetzt mal ein Tauschvideo. So, ihr seht jetzt im Hintergrund, ich bin in meiner Hundehütte drinne. Ich tausche epische Hunde, weil ich möchte Frank, der aktuell 13 Skills hat, hochbringen auf 14 Skills. Nun tausche ich hier, wie gesagt, die epischen und habe hier einen neuen Skill Rottweiler bekommen. Den 9er tausche ich mit einem 9er zusammen. Ich achte nicht auf die Multiplikator, weil wie gesagt, das ist vollkommen, ja, das ist egal. Ich erhalte hier einen 8er. Ja, auch nicht schlecht, ne? Okay, ich tausche den 8er mit den 9er und was kriegen wir hier raus? Theoretisch müssten wir einen 10er bekommen, wenn wir Glück haben. Und wir haben einen 10er. Okay, 10 plus 10 ergibt legendär. Wir schauen mal ganz kurz. So, wir tauschen mal den 10er gegen 10 Skill Husky. So, wir tauschen und wir bekommen raus ein... Oh, das ist ja ein epischer. Okay, das macht nichts. Wir haben hier noch einen 11 Skill Schieber, das heißt, wir tauschen den mit den 10 Skill Rottweiler. Wir müssen mindestens einen 12er bekommen. Drückt mir die Daumen. Und wir bekommen ein, 12 Skills. Jetzt habe ich folgende Situation. Ich habe einen 12 Skill Rottweiler und ich habe in der Formation auch einen Rottweiler, der 12 Skills hat, den ich nicht benötige. Ich werde jetzt den Hund rausnehmen aus der Formation, weil ich brauche einen 13 Skill Rottweiler. Wir nehmen ihn hier raus, gehen wieder in die Hundehütte rein. So, zack. Und jetzt seht ihr 12 plus 12, ne, ergibt 14. Und das zeige ich euch gleich in der Tabelle. Wir tauschen jetzt die beiden Rottweiler, hoffen, dass ich einen 13 Skill Rottweiler erhalte. So.
Die epischen Skills spielen keine Rolle. So, wir tauschen mal. Und heraus kommt ein, ja, 13er. 13 plus 13 sind 26. 26 Skillhund ergibt 100% ein 14 Skillhund. Wir holen jetzt erstmal den Frank aus der Formation raus. Wir gehen mal hier zu meiner Formation 1, holen den Frank raus. So, gehen wieder zur Hundehütte rein. So, da sind wir wieder. Zack. Jetzt haben wir 13 plus 13. Wir gehen auf Tauschen. So, das ist der Frank. Jetzt tauschen wir. Hier ist Frank. Jetzt nehmen wir den anderen 13 Skiller. Und ihr könnt hier in der Tabelle sehen, 13 plus 13 sind 26. Und 26 Skills ergibt zu 100% einen 14 Skiller. Also kriegen wir jetzt einen 14 Skill Rottweiler. Okay, er hat jetzt aktuell 6,7 Multiplikator. Wie gesagt, interessiert mich nicht, aber wir merken uns das mal. Da ist der gute Frank. Er wird jetzt vertauscht. Zack. Hoffentlich behält er seinen Namen, ne? Das wäre es ja. Okay, Frank, der Name ist geblieben. 14 Skills, wunderbar. 6,6 Multiplikator, das heißt, der ist gesunken. Das spielt für mich aber keine Rolle, weil er hat jetzt 14 Skills und ich kann nachher diesen Hund einen neuen Skill geben. Ja? Dann kaufe ich mir den Speed Skill für 300.000 Rubine. Da muss ich erstmal ein bisschen sparen. Und dann hat der gute Frank 14 Skills. Dann mache ich die Schritte wieder von vorne. Ja? Ich tausche mir einen 11 Skill Rottweiler, versuche ihn auf 12 hochzubringen, auf 13. Und 13 plus 13 ergibt ja 14. Und Frank hat dann zum Ende nachher 15 Skills. Ganz easy. Ihr seht ja jetzt, okay, der hat 13 goldene Skills. Ne, das ist echt Wahnsinn. Dieser epische, der kommt weg. Dort kommt nachher der Speed Skill rein für 300.000 Rubine. Ich mache das dann nachher so. Ich gehe auf Skill lernen. Dann sperre ich die ganzen Skills bzw. die Fähigkeiten. Zack, zack, zack. Lass den Slot übrig, wo der epische drin ist. Dann gehe ich auf Lernen, suche mir dann mein Skill aus, den ich mir dann erworben habe, drücke dann auf Confirm und dann wird dieser Skill in dem freien Feld reingelegt. Das heißt, der epische kommt weg und der neue Skill, den ich mir ausgesucht habe, der wird dann dort platziert. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und versteift euch nicht auf den Multiplikator, weil du kannst auch einen 6,9 Multiplikator haben in einem Hund und hast in der vorderen, mittleren und hinteren Reihe 220 Marschkapazität auf Level 30 und hast deinen zweiten Hund, der hat 6,1 Multiplikator und der kann statt 220 280 mitnehmen. Also achtet nicht auf den Multiplikator, sondern auf die Marschkapazität. Na? Okay, gut. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Sultai.